Ich bin mit 3 Jahren auf den zugefrorenen Schliersee gelaufen und dabei auch eingebrochen. Im Krankenhaus angekommen, haben die Ärzte mich sofort mit Cortison und Medikamenten vollgepumpt, um mich irgendwie zu retten. Diagnose war Lungenentzündung. Und die hat mir auch fast das Leben gekostet. Und auch 10 Jahre danach hatte ich immer noch mit Asthma, Erstickungs- und auch Schwächeanfällen zu kämpfen. Früher war die Kälte eine Sache, die mir Angst gemacht hat. Ich wurde vorsichtiger, habe mir immer 2 bis 3 Schichten Kleidung mehr angezogen, weil diese Angst ständig im Hintergrund gelauert hat. Dass ich wieder ins Krankenhaus muss und wieder so einen Erstickungsanfall erfahre. Wärme und Sicherheit haben mir in den ersten Jahren nach meinem Unfall mein Leben zurückgegeben. Aber zu viel Sicherheit und zu viel Wärme haben in mir diese Angst nicht gelöst, sondern einfach nur verdeckt. Ich wollte aber wieder selbstbestimmt leben. Wie war es also für mich möglich, diese Angst zu überwinden? Durch Konfrontation. Mein nächstes Ziel war es, diesen einstigen Feind, die Kälte, wieder zu meinem Freund zu machen. Ich bin auf diesem Grat zwischen Leben und Tod hin und her gewandert. Die Kälte hat es auf der einen Seite geschafft, meinen Körper zu zerstören und mir nachhaltig Schaden zuzufügen. Als ich aber gelernt habe, mit der Kälte umzugehen, hat sie diese Entzündungen, die sie erschaffen hat, wieder geheilt. Sie war für mich beides. Sie war für mich paradoxerweise zuerst der Tod und jetzt das Leben. Krankheit
und Heilung zugleich. Es kommt nur darauf an, wie man sie für sich benutzt. Ich bin ein Teil der Natur. Und die Natur ist auch ein Teil von mir. Wir haben uns nur im Laufe der Jahre verloren. Wenn ich mich in den Schnee fallen lasse oder mich der Kälte ganz hingebe, bedeutet es für mich, lebendig zu sein. Lebendig zu sein bedeutet, mit der Natur Hand in Hand zu leben und auch die Natur zu erfahren und zu spüren. Und diese Verbundenheit spürst du mit dem Wasser, mit der Kälte und auch mit dir selbst. Wir betrachten die Natur meistens aus der Ferne und erzeugen damit auch eine gewisse Distanz zwischen uns und ihr. Indem ich mich aber ihr geöffnet habe, habe ich es geschafft, diese Ferne zu überwinden und mich selbst zu erkennen. Die Natur war daraufhin kein Feind mehr für mich. Sie war vielmehr ein Lehrer. Ich habe gesehen, dass ich in mir eine verschlafene, innere Ruhe getragen habe. Mein ganzes Leben lang schon. Aber diese erst durch die Konfrontation mit der Natur wieder aufgeweckt habe.
Es ist schon interessant, rückblickend zu erkennen, wie vor knapp 20 Jahren die Kälte mir fast mein Leben geraubt hätte. Aber heute die Kälte mir mein Leben zurückgegeben hat.